Anleihen gelten als verlässliche Anker, besonders wenn die Aktienmärkte schwanken. Doch warum sind sie eigentlich so stabil? Anleihen sind rechtlich bindende Verträge. Der Emittent, zum Beispiel ein Staat oder Unternehmen, zahlt die vereinbarten Zinsen und am Ende die Rückzahlung des Kapitals. Im Vergleich zu Aktionären stehen Anleihegläubiger meist an vorderster Stelle, selbst wenn ein Unternehmen in Schwierigkeiten gerät. Das reduziert das Risiko erheblich. Der zweite Stabilitätsfaktor sind die vorhersehbaren Zahlungsströme. Stellt euch vor, ihr haltet eine Anleihe mit 5% Zinsen und 10 Jahren Laufzeit. Ihr wisst vom ersten Tag an exakt, wann ihr wie viel Geld bekommt. Diese Planbarkeit ist viel wert, besonders für institutionelle Anleger wie Versicherungen oder Pensionsfonds, die ihre zukünftigen Verpflichtungen kalkulieren müssen. Diese Berechenbarkeit dämpft auch die Volatilität. Während Aktienkurse von Quartalszahlen, Wirtschaftsnachrichten oder sogar Tweets wild schwanken können, bleibt bei eurer Anleihe der Coupon konstant. Der Kurs mag schwanken, aber die Zinszahlungen fließen zuverlässig. Der vielleicht wichtigste Stabilitätsfaktor ist oft unsichtbar, aber fundamental. Jede Anleihe wird am Ende ihrer Laufzeit zu 100% zurückgezahlt. Das ist vertraglich so vorgesehen. Dieser Rückkauftermin wirkt wie ein Magnet. Je näher die Fälligkeit rückt, desto stärker zieht er den Kurs in Richtung 100%. Selbst wenn der Kurs zwischendurch schwankt, wisst ihr genau, am Ende bekommt ihr euer Geld zurück. Dieser Pull-to-Par-Effekt verhindert, dass Anleihekurse ins Bodenlose fallen. Eine Anleihe mit nur noch einem Jahr Restlaufzeit kann kaum noch stark schwanken. Wohin auch? Sie muss ja in 12 Monaten bei 100% landen. Warum? Wenn der Kurs über 100% ist, verkaufen die Anleger, um noch ein paar Prozent Gewinn mitzunehmen. Ist der Kurs unter 100%, kaufen Anleger noch schnell die Anleihe, weil sie diese ja auf jeden Fall zu 100% zurückgezahlt bekommen und somit die Differenz zum aktuellen Kurs ein garantierter Gewinn ist. Dazu kommt noch ein weiterer eleganter Mechanismus, der den Kurs stabilisiert. Stellt euch eine deutsche Bankanleihe mit 10% Zinsen vor, deren Kurs auf 80% gefallen ist. Wer jetzt kauft, bekommt nicht nur 12,5% laufende Rendite, also 100 Euro Zinsen auf 800 Euro Einsatz, sondern zusätzlich 25% garantierten Kursgewinn bis zur Rückzahlung. Diese Gesamtrendite wird so attraktiv, dass Investoren sofort zugreifen. Je tiefer der Kurs fällt, desto höher die Rendite und desto mehr Käufer kommen in den Markt. Diese Rendite-Arbitrage dämpft Kursverluste und wirkt stabilisierend auf dem Markt. Der Kurs kann in der Regel nicht beliebig tief sinken, weil immer Massivkäufer dazukommen, um die Rendite abzugreifen. Umgekehrt gilt, ist die Anleihe überteuert, lohnt sich die Rendite nicht mehr. Anleger kaufen nicht oder verkaufen, um Gewinne mitzunehmen. Somit wirkt die Renditebremse nach oben und nach unten. Bei Staatsanleihen kommt ein besonderer Aspekt hinzu. Die Regierungen haben Werkzeuge, die kein Unternehmen besitzt. Sie können Steuern erhöhen oder über die Notenbank die Geldpolitik beeinflussen. Deutschland, die USA oder andere entwickelte Länder sind in ihrer eigenen Währung praktisch niemals insolvent. Deshalb gelten Staatsanleihen solider Länder als die risikofreie Anlagen, der Anker jedes Portfolios. Selbst in Krisenzeiten, wenn Aktienmärkte einbrechen, strömt das Geld in sichere Staatsanleihen. Dieser Effekt stabilisiert die Anleihemärkte zusätzlich. Notenbanken sind große Käufer von Staatsanleihen. Die EZB, die Fed oder die Bank of Japan halten Billionen davon. Diese kontinuierliche Nachfrage sorgt für ausreichend Liquidität und dämpft Kursschwankungen. Selbst wenn private Investoren vorsichtig werden, stehen die Notenbanken bereit. Das gibt dem Anleihemarkt eine stabile Grundlage. Ein oft übersehener Stabilitätsfaktor ist die negative Korrelation zu Aktien. Wenn die Wirtschaft schwächelt und Aktien fallen, senken Notenbanken typischerweise die Zinsen. Niedrigere Zinsen bedeuten steigende Anleihekurse, ein eingebauter Stabilisator in einem Portfolio. Anleihen wirken wie ein Gegengewicht, das euer Gesamtportfolio ausbalanciert. Fazit: Anleihen sind stabil, weil sie vertraglich gesichert sind, planbare Erträge liefern, von Staaten und Notenbanken gestützt werden und durch Mechanismen wie dem Pull-to-Par und der Renditebremse in ihrer Schwankung eingegrenzt werden. Ausnahmen gibt es zum Beispiel Anleihen von Krisenstaaten oder insolventen Unternehmen. Doch Anleihen solider Emittenten sind zentraler Bestandteil eines stabilen Portfolios.